Unser erstes Wohnmobil war Obelix. Obelix 1, wie wir ihn jetzt benennen, nachdem wir Obelix 2 haben. Hier sehen wir ihn. Das Besondere bei Obelix 1 war, er hatte hinten eine Motorradbühne und einen Lift, wo das Motorrad mit hochgefahren werden konnte. Wir haben aber dieses Motorrad sehr wenig benutzt. Es lag einmal daran, weil es nur eine 125er war. Die hatte in der Wüste nicht ausreichend Kraft. Und zum anderen, weil mein Weib ungern auf dem Motorrad fährt. Als wir dann die Möglichkeit hatten, einen anderen Koffer zu kaufen, wollten wir diesen aufbauen. So würde unser Obelix 2 aussehen, wenn er nicht verlängert war. Aber wir hatten ja 50 cm hinten bereits eingetragen, die wollten wir nutzen. Um den Böschungswinkel beizubehalten, um gut fahren zu können im Gelände, benötigten wir also auch eine entsprechende Schräge. Wir setzten deshalb hinten an 50 cm, schrägten sie aber ab. Das ermöglichte uns, die gleiche Geländegängigkeit beizubehalten. Nun hatten wir auch noch die Möglichkeit, in der Höhe etwas zu bewegen. 20 cm sollten es sein, die nach oben kamen. Damit hatten wir innen dann 1,80 Meter an Höhe, was ungefähr 10 cm höher ist, als wir unbedingt benötigten, ohne mit dem Kopf anzustoßen. Somit sah unser Obelix 2 jetzt in der Form aus, wie wir uns wünschten. Etwas größer, etwas länger. Und das war an für sich eine prima Entscheidung, denn wir gewannen dabei etwa 30% mehr Raum. Wer gut beobachtet, stellt fest, dass unser Obelix manchmal gelbe Streifen hat. Das sind Magnetplatten. Wir nennen es militärische Enttarnung. Das machen wir, wenn wir irgendwo hinfahren, wo es besser ist, dass das Fahrzeug etwas ziviler aussieht. Sind wir aber irgendwo und stehen dort, wo man uns nicht sehen soll, nehmen wir einfach die Platten ab, so wie hier. Am Anfang eines jeden Bauvorhabens sollte eine vernünftige Planung stehen. Deshalb habe ich auch als erstes einmal einen Seitenriss entworfen, wie ich mir vorstelle, wie es nachher aussehen soll. Links ist die Toilette, in der Mitte kommt Gasflasche, hinten werden die 50 cm noch angebaut und zum Schluss wird das Reserverad aufgesetzt. Wir gewannen bei diesem Ausbau, was nur wenig sich anhört, 50 cm, aber enorm viel Innenraum. Die Wassertanks haben wir aus dem Schiffsbau genommen. Dort gibt es so angeschrägte, die unten in den Booten und Yachten verstaut werden und dieser passt dann ausgezeichnet hier bei uns. Das war der bisherige Innenraum und man kann schon sehen, es ist eine ganze Menge, was dazu kommt. Es gibt hier zwei grundsätzliche Fragen. Baue ich eine Toilette ein oder nicht? Wir entschließen uns immer für eine Toilette, weil wir möchten etwas mehr Kultur. Waschgelegenheit und Toilette ist für uns also ein Ding, was unbedingt in einem kleinen verschlossenen Raum sein muss. Das nächste ist das Bett. Ein feststehendes Bett oder ein aufbaubares Bett. Wir haben hinten eine ausziehbare Couch praktisch, die auf 1,35 Meter verbreitert werden kann. Feststehende Betten nehmen wahnsinnig viel Platz weg und werden doch über Tag vollgelegt mit anderen Teilen, weil man wenig Platz hat. Dann hat man am Abend genauso viel Arbeit wie das Bett aufbauen. Im Übrigen dauert unser Bett aufbauen ungefähr 3 Minuten. Die alten Tarnabdeckungen der Bundeswehr eignen sich hervorragend als Sonnenschutz, um das Fahrerhaus zu schützen. Damit habe ich also sehr gute Erfahrungen gemacht. Sind überall preiswert im Internet oder bei eBay zu ersteigern für ein paar Euro und helfen wirklich sehr stark, die Sonneneinstrahlung vom Fahrzeug und das Aufhitzen zu unterbinden. Der Sandkoffer der Bundeswehr hat eine pneumatisch ausfahrbare Treppe. Sie fährt jedes Mal, wenn man die Tür zumacht, allerdings wieder hoch. Das ist sehr hinderlich, wenn man irgendwo längere Zeit steht, weil immer Tür auf, Tür zu, Treppe rauf, Treppe runter. Aus dem Grund habe ich einen kleinen Hebel angebracht, der eben nicht auf den Kontakt drückt, wenn die Tür offen ist. Wie hier ist er nach links gestellt, mit einer Flügelmutter einstellbar. Und hier nach rechts, dann drückt er den Schalter und die Tür schließt. Man sollte das auf jeden Fall nicht vergessen, wieder umzustellen, wenn man losfährt. Wir haben eine relativ großzügige Küche uns eingebaut, da wir auch im Urlaub gerne gut kochen, was bedingt, dass wir auch gerne gut essen.
Das Bettzeug wird hier oben oberhalb der Sitzgruppe verstaut während des Tages. Unser Bett ist in ca. 3 Minuten ausgebaut und wir haben dann eine Liegefläche von 135 cm. Ich kann allerdings auch noch den Tisch hochklappen und noch eine Fußlehne ausfahren. Dann haben wir also eine Liegefläche oberhalb von 2 Meter fast, allerdings dann nur auf 1,30 Meter in der Breite. Also man könnte da noch ein Kind mitnehmen, aber das haben wir sowieso nicht vor. Das ist die ausklappbare Fußstütze, die auch sehr bequem ist, wenn man sich gemütlich hinsetzen will. Das war das, was mein Weib immer bemängelt hat, dass ich schön gemütlich auf der großen Sitzbank saß und die Füße hoch hatte und sie das nicht konnte. Allerdings kann sie das jetzt auch. Da ich gerne bei offenem Fenster schlafe, habe ich mir hinten auch direkt ein Fenster in Matratzenhöhe eingebaut. Das kann man mit einem Schiebebeschlag verschließen. Es ist einfach schön, morgens schon rauszusehen und man hat das Gefühl, man schaut auf eine große Postgartenlandschaft, so wie hier. Nun gehen wir einmal in unser kleines Bad, wie wir es nennen, auch wenn Bad vielleicht der übertriebene Ausdruck ist. Alles ein bisschen dunkel. Naja, da zeigt sich schon was. Also normale Kassettentoilette haben wir da drin. 72 cm ist das Bad breit und 105 cm lang. Oben rechts habe ich einen Ventilator eingesetzt. Das Interessante daran ist, er schließt automatisch die Jalousien, sobald er ausgestellt ist. Das bedeutet, hier kommt kein Staub rein. Unter dem Waschbecken habe ich einen Wasserbehälter aus Edelstahl erstellt, der genau in die Ecke passt. Das ersetzt mir den Boiler. Das ist eine eigene Konstruktion. Hier gehen 13 Liter rein. Und in dem Behälter ist unten eine Tauchpumpe, die dann zur Dusche führt. Das System ist relativ einfach. Der flexible Abflussschlauch ist in das weitere Abwasserrohr gesteckt. Ich kann es herausziehen und kann jetzt dieses Rohr in den Behälter setzen, kann oben kaltes Wasser einfüllen. Es läuft jetzt nicht mehr in den Abfluss, sondern es läuft jetzt in den Behälter. Somit habe ich die Einfüllmöglichkeit des kalten Wassers ganz einfach. Ich nehme jetzt das vorher erhitzte Wasser, kippe es auch ins Waschbecken und es läuft auch in den Behälter. Je nachdem, wie viel heißes Wasser ich einfülle, umso wärmer wird das Duschwasser. Dann stelle ich die Tauchpumpe an und nehme die Dusche und kann jetzt duschen. Also dieser Behälter mit 13 Litern reicht aus für sehr langes Duschen. Gummischnüre und Gummiseile sind fast meine Leidenschaft. Damit kann man alles vernünftig verzurren, alles gut festsetzen, ob es Gläser sind, ob es die Stühle sind, ob es die Funkgeräte sind. Das ist alles leicht und einfach zu machen. Ein paar Ringschrauben oder ein paar Ringhaken eindrehen und daran die entsprechenden Bänder setzen und schon hat man alles dauerhaft gesichert. Verzurren bringt auch immer wieder das Problem, dass die Sachen sich irgendwann lösen. Gummi zieht immer automatisch nach. Unsere Schränke bestehen an und für sich nicht aus Schränken mit Türen. Wir haben einfach nur vorne Blenden vorgesetzt und haben festgestellt, dass es bei Textilien, die man dort unterbringt, voll und ganz ausreicht. Da unser Auto auch sehr staubfrei ist, wenn alles geschlossen ist, auch in der Wüste, brauchen wir keine Türen, die bringen nur zusätzlichen Ärger und Arbeit und Gewicht. Im Eingangsbereich habe ich die gesamte Elektrik angebaut in einem kleinen Kasten, wo auch der Voltmeter für 12 Volt und für 24 Volt ist. Dann einige Schalter für die Hauptschaltstromkreise und wenn ich diese kleine Kiste aufmache, habe ich dahinter sämtliche Sicherungen, sodass ich also bequem und leicht an der Elektrik arbeiten kann. Ein Durchgang nach vorne ist für mich etwas sehr Wichtiges, da ich ungern immer aussteige und dann wieder einsteigen muss vorne, um zu fahren. Auch bei Gefahrensituationen ist es ganz einfach, man steigt durch den Durchgang nach vorne, setzt sich ans Steuer und fährt los. Der Durchgang wird durch eine Schiebetür verschlossen und mit diesen Gummifaltbälgen die Verbindung zwischen Führerhaus und Koffer ist hergestellt.
Wir haben an für sich 4 Bereiche, die wir jetzt beschrieben haben. Ist der Schlafbereich, die Toilette und hier haben wir die Küche. Die ist entsprechend groß und braucht eine gute Arbeitsplatte, denn sonst macht es keinen Spaß darin zu kochen oder irgendetwas anzurichten. Die Sitzgruppe ist bei uns für 3 Personen ausgelegt, es können aber auch 5 Leute sitzen. Die wichtigen Schubladen sind bei uns ganz simpel hergestellt, einfach aus Hartholz gemacht und haben unten einen kleinen Dübel. Wenn man die Schublade einfährt, jetzt war schon ein, dann hebt man sie leicht an. Dahinter befindet sich eine Bohrung, sie rastet ein und auch im stärksten Gelände hat man niemals das Problem, dass sie hervorkommt. Die Gasflasche ist außen in dem Staubehälter. Damit ich aber immer nicht nach außen muss, um sie aufzudrehen oder zuzumachen, habe ich hier eine kleine Klappe eingesetzt, so dass ich vom Badezimmer aus kurz diese Flasche öffnen kann. Ansonsten ist der Stauraum hermetisch abgeriegelt gegen den Innenraum. Oberhalb des kleinen Schlafzimmerfensters ist in einer Kiste ein Generator untergebracht mit 10 Liter Benzin. Das ist das Reserverad. Oben ein kleiner Galgen, wo ein Elektrowinch eingehangen wird, damit ich das Rad auch herunterladen kann. Hier sind die 2 Rückfahrkameras und der kleine Aufkleber vom Obelix. Für einen Tisch fehlt immer der Platz, ihn irgendwo unterzubringen. Deshalb habe ich ihn einfach aus Edelstahl gemacht, lackiert und bringe ihn außen als klappbarer Tisch an den Koffer an. Es ist relativ einfach, ihn auszuklappen. Er bekommt einen Fuß, der höhenverstellbar ist. Und ich muss sagen, er steht auch sehr stabil. Für 2 Personen ist er ausreichend, um dort zu essen. Der Abbau des Tischs ist genauso einfach wie der Aufbau. Der Fuß wird weggenommen, zusammengefahren und kommt gleich nach innen, wo ich auch eine Haltung habe, wo er eingesetzt wird. Der Tisch wird gegen den Koffer geklappt, oben eingehakt in einem Gummihalter und unten einfach mit einem Gummiband fest angezogen, damit er nicht so vibriert, wenn er so da drin hängt. Das ist auch schon alles. Einfach, praktisch, platzsparend. Dann haben wir hier noch die Treppenverlängerung. Die ist einfach notwendig, sonst hat man einen riesigen Schritt zu machen. Und wenn man 10-mal am Tag rein und raus ins Wohnmobil steigt, dann ist so eine kleine Verlängerung, die ganz simpel einzuhängen ist, doch was praktisch ist. Wenn sie nicht gebraucht wird, kommt sie auf den Batteriekasten. Dort wird einfach mit 2 Schrauben wird er aufgeschoben und festgeschraubt mit. Das Rohr hat eine ganz einfache Bedeutung. Hier habe ich 6 Liter bis 7 Liter Wasser drin und es ist immer praktisch, wenn man außen etwas Wasser hat. Da kann man sich schnell mal die Finger waschen, wenn man dreckig ist. Das ist der Außenanschluss für die 220 Volt Zuleitung. Das ist die Klappe, um die Kassettentoilette herauszunehmen. Ich habe mich für eine Kassettentoilette entschieden, die das Wasser direkt noch integriert hat. Das heißt, hier sind 11 Liter Wasser, die ich also nicht irgendwo in meinem Wasserbehälter mitschleppen muss, sondern hier einfach einzufüllen, nur für die Toilette. Reicht normalerweise fast für eine Woche. Und man kann den Stand immer sehen, wie viel noch drin ist. Die Heizung, eine Dieselheizung von Eberspecher, sitzt unterhalb der Tür. Der Auspuff kommt an dem Tritt heraus. Funktioniert sehr gut. Ein paar Schutzgitter vor den Scheinwerfern ist immer wieder gut. Wenn man durch Wald fährt, wo dickere Äste sind, dann zerdeppert es nicht das Scheinwerferglas. Dann habe ich noch eine 24 Volt Winde. Hier die Öse muss ich deshalb etwas versetzen und habe keinen durchgehenden Bolzen, sondern einen Bolzen, den ich von oben sichern muss mit einem Sicherungssplint. Bei unserer ersten Probefahrt ist das Essen noch etwas dürftig, daher die Konserven. Normalerweise kochen wir etwas besser. Aber wir haben die Probefahrt erstmal in die Pyrenäen gemacht und es war ein voller Erfolg. Es gab ein paar Kleinigkeiten, die noch zu richten sind. Unsere erste Probefahrt unternahmen wir in die Pyrenäen. Wir hatten ein sehr gutes Wetter und unsere Solaranlage funktionierte hervorragend.
Die Batterien waren gefüllt. Wir mussten also noch nicht mal über die Fahrzeuglichtmaschine nachladen oder sonst was. Das Wetter war so gut, dass wir sogar unsere neue Markise einmal ausprobieren konnten. Hatten wir nämlich bisher nicht. Und ich muss sagen, es ist einfach was Tolles, wenn man die Markise rausfährt und muss nicht so, wie wir das vorher hatten, aufbauen und machen. Wir haben uns auf jeden Fall sehr über unseren neuen Obelix gefreut und sind selbst erstaunt, wie viel mehr Platz dieses Fahrzeug bringt. Obwohl nur 50 cm länger und insgesamt überall 20 cm höher. Aber das bringt so viel mehr an Stauraum. Und wo wir sonst immer so sparsam waren und vorsichtig waren, was wir alles mitnehmen, haben wir jetzt festgestellt, dass wir überall noch jede Menge Platz hatten. Wir hätten also viel mehr mitnehmen. Wir werden uns umstellen, aber vielleicht wird auch dann das Fahrzeug zu schwer.